Moin Moin und herzlich willkommen zum Dorinthia Blitzdeck Opening. Viel Spaß dabei! Wir schauen uns heute an, welche Karten in dem Dorinthia Blitzdeck drin sind. Aber vorab noch das Intro zu allen Blitzdecks. Ich habe nicht nur eins, sondern alle 6 neuen Starterdecks für Flesh & Blood von Blackfire und LSS zugeschickt bekommen. Vielen Dank dafür. Ich bin auch total gespannt, was uns in diesen Starterdecks erwartet und freue mich auch schon darauf, diese mit euch auszuprobieren. Denn wir werden diese Decks nicht nur aufmachen, sondern in zukünftigen Videos auch spielen. Aber wenn ihr jetzt schon mal neugierig auf das Spielen seid, dann checkt unseren Anfängerguide für das Ira Starter Deck aus. Und in der Videobeschreibung habe ich euch weitere Links zu offiziellen Guidelines vom Hersteller und der Community verlinkt. Außerdem hat der Hersteller LSS auf seiner Website bekannt gegeben, dass die deutschen Übersetzungen hier in den Blitzdecks schon weitaus besser sein sollen als beim History Pack 1 und sogar beim History Pack 2, welches wir auch in einem Video aufmachen durften. Denn die Übersetzer, die an diesen Karten hier gearbeitet haben, sind in-house von LSS angestellt worden. So, jetzt kommen wir aber zum Opening und ich bin auch schon mega gespannt, welche Karten uns hier in dem Blitzdeck erwarten werden. Ich finde auf jeden Fall schon mal, dass die Verpackung mega cool aussieht, also wie man es von Flesh & Blood gewöhnt ist. Die Artworks sind einfach mega und ich finde auch die Verpackung hier ist wirklich gut gelungen. Und wie man hier auf der Verpackung hinten auch schon lesen kann, Dorinthia ist eine Kriegerheldin und diese sagt, ziehe als überragende Schwertkünstlerin in den Kampf und lass deine Klinge mit jedem Hieb mächtiger werden. Und das ist genau das, was man mit Dorinthia auch macht. Also man versucht möglichst viele Angriffe mit ihrer Waffe zu starten. Und hier haben wir sie auch schon. Dorinthia, die junge Kriegerheldin. Also bei Blitz haben wir immer 20 Lebenspunkte. Und jetzt schauen wir mal, was für Karten uns in dem Deck erwarten. So. Hier hinten haben wir auch wieder unsere Erweiterungskarte, auf der wir nochmal weitere Informationen bekommen, aber jetzt schauen wir uns hier erstmal das Deck an. Und man sieht das hier auch schön. Also Dorinthia hat einen Effekt, wenn dein Waffenangriff als das erste Mal in einem Zug trifft, kannst du mit jener Waffe in diesem Zug ein weiteres Mal angreifen. Genau, und hier ist auch schon ihre Waffe, die Klinge der Morgendämmerung. Also eine Zweihandwaffe. Und die wird eben immer stärker, desto öfter man mit ihr trifft. Was wir uns ja auch nochmal im Gameplay dann richtig angucken wollen in Zukunft. Und hier sehen wir auch, also ähnlich wie beim Reiner, haben wir hier das Nullrunen-Equipment, also um uns gegen Kano verteidigen zu können mit Arcane Barrier. Und hier haben wir eben jetzt das Nullrunen-Gewand mit dabei. Also das Ziel ist ja auch, dass man wirklich mit den Blitzdecks aussuchen kann, welchen Helden man am besten findet und auch mit allen Blitzdecks gegeneinander spielen kann. Dementsprechend haben wir hier eben auch Arcane Barrier mit dabei. Und hier haben wir auch eine wirklich starke Ausrüstung, das ritterliche Gold, die auch nochmal einmalig den Angriff verstärkt der Waffe. Und dann haben wir noch refraktive Beinschienen. Also wollen wir hier nochmal mit diesem Equipment mit der Waffe noch ein weiteres Mal angreifen. Wir geben ihr eben weitermachen. Genau, und dann kommen wir auch schon zu den Aktionen, beziehungsweise hier, wie es ja bei Dorinthia ist, mit sehr vielen Reaktionen. Genau, und zwar haben wir hier zweimal im Schwung in Rot. Dann haben wir Eisengesang Antwort, ein Reprise-Effekt, also dieser kommt nur, wenn der Gegner mit einer Karte von seiner Hand verteidigt. Die haben wir auch zweimal mit dabei. Dann haben wir Gier nach Blut, auch eine wirklich starke Karte, die mich eine Ressource kostet, aber dafür auch eben 2 Effekte hat und auch noch für 3 verteidigt, also wirklich eine starke Karte. Und dann Eingebung der Voraussicht, auch eine Karte, die mich 1 kostet und 2 Effekte hat. Hier also oft mit dem Buff-Effekt eben, dass wir die Waffe nochmal aufstärken und dann eben noch zusätzliche Effekte. Und dann haben wir hier noch eine Reaktion, eine allgemeine Angriffsreaktion. Also bisher waren alle
Reaktion nur speziell für die Kriegerklasse. Und diesen messerscharfen Reflex können eben theoretisch alle spielen. Und der ist wirklich auch in vielen Decks gut. Der kann eben auch einer Aktionskarte noch weitermachen geben. Dann haben wir die rammende Klinge. Auch eine gute Karte, zwar keine Reaktion, aber gibt eben der Waffe hier auch weitermachen. Haben wir auch zweimal mit dabei. Und dann haben wir auch eine meiner Lieblingskarten, Zerschnippeln. Auch eine gute Karte, wenn man öfter angreift, weil der erste Angriff eben +1 und der zweite +3 bekommt. Und hier sieht man auch, man kann einem Schwert oder einem Dolch mehr Angriff geben. Und das weist eben schon darauf hin, dass es nicht nur diese eine Waffe gibt, die es in dem Blitzdeck hier die jetzt in dem Blitzdeck dabei ist, sondern eben auch noch andere. Dann haben wir Kriegermut, zweimal in Rot. Und dann noch zweimal, gehe ich von aus, ja, Schwarm der Federläufer. Also klassisch, wie es bei den Blitzdecks ist, dass man eben jede Karte bis zu zweimal in seinem Deck haben kann. Genau, und ich gucke gerade nochmal hier. Ansporn Spielstein. Ah ja, okay. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das im History Pack 1 auch schon so hieß. Dann haben wir aber hier jetzt schon mal wieder die gelben Karten, also mit einem anderen Pitchwert. Diese Karte generiert mit 2 Ressourcen, hat dafür aber eben einen etwas schwächeren Effekt. Also gibt sie mir nicht mehr 3 Angriff, sondern 2 Angriff. Und dann haben wir die Karte Untertauchen in Gelb, eine Verteidigungsreaktion. In Gelb wird sie eher im Meta nicht so gespielt, eher die rote Variante, aber interessant, dass sie hier auf jeden Fall mit dabei ist. Dann haben wir die rammende Klinge, auch in Gelb, zweimal. Und Zuschlagen und weg. Also hier wirklich in dem Deck viele gute Möglichkeiten, um der Waffe weitermachen zu geben. Und dann kommen wir jetzt zu den blauen Karten, die man ja auch durchaus in Dorinthia braucht, um eben öfter mit der Waffe anzugreifen. Da haben wir zweimal im Schwung, die Karte haben wir eben auch schon gesehen. Eisengesang Antwort haben wir auch zweimal mit dabei. Gier nach Blut auch in Blau. Also man merkt schon bei Flesh and Blood, man braucht auch unterschiedliche Pitchwerte, zumindest hier in diesem Fall, um mit dem Deck wirklich zu arbeiten. Und das finde ich auch klasse, dass hier also die Zusammensetzung des Decks wirklich so ist, dass man einfach out of the box schon ein starkes Deck hat und wirklich erleben kann, wie es ist, mit dem Helden zu spielen. Überwältigen zweimal, Eingebung der Voraussicht auch zweimal, rammende Klinge zweimal und Zuschlagen und weg haben wir hier auch noch zweimal mit dabei. Und da ist ja eben der Ansporn-Token, also hier wie es auf Deutsch heißt, die Aura. Das heißt also, diese Aura wird durch den Effekt von der Aktion, ich suche sie gerade nochmal raus, das können wir uns ja kurz noch angucken, Schwarm der Federläufer generiert und gibt dann der nächsten Attacke Go Again, die gespielt wird. Genau, also finde ich wirklich sehr gut, wie hier die Auswahl der Karten auch getroffen wurde und auch wie die Übersetzungen sind. Und hier zum Schluss nochmal unsere Taktikkarte, eben die Deckstrategie, die nochmal genauer aufführt, was denn der Plan mit Dorinthia ist und auch wie der Schwierigkeitsgrad hier im Spielen ist. Danke, dass du bis zum Ende des Openings dabei geblieben bist. Abonniere den Kanal, wenn du weitere Flesh and Blood Videos sehen möchtest, wie zum Beispiel unsere Gameplay-Videos, die wir mit diesen Blitzdecks drehen werden. Also, wir sehen uns beim nächsten Video.